Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video häkeln wir gemeinsam diese Untersetzer. Und zwar habe ich mich jetzt für die Größe entschieden. Das finde ich zu groß, da kann man irgendwas anderes vielleicht abstellen. Aber diese Größe finde ich passt perfekt. Und das häkeln wir jetzt Schritt für Schritt gemeinsam. Teilt gerne das Video mit Freunden und Bekannten. Und dann fangen wir auch direkt an. Ihr nehmt euch die Wolle eurer Wahl und eine Häkelnadel. Ich häkel mit einer 3 mm Häkelnadel. Dann legen wir uns den Faden hier einmal drauf und drehen es. Und ziehen einmal durch. Den kleinen habe ich jetzt mit 23 Luftmaschen angefangen und den großen mit 30 Luftmaschen. Und wir machen jetzt den kleinen und wir fangen an mit 23 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 und 23. Das war schon unsere erste Reihe mit 23 Luftmaschen. Und jetzt stechen wir hier direkt in die nächste rein, holen den Faden von hinten nach vorne raus, holen den Faden und ziehen durch beide Schlaufen durch. Das ist unsere feste Masche. Und wir arbeiten nur mit festen Maschen und machen jetzt die ganze Reihe wieder nur feste Maschen. Eine in jede Masche und am Ende der Reihe erzähle ich, wie es weitergeht. Am Ende der zweiten Reihe angekommen, machen wir hier noch die letzte feste Masche. Und jetzt machen wir am Ende jeder Reihe immer eine Wendeluftmasche und dann drehen wir das Ganze. Und das nicht vergessen, das machen wir am Ende jeder Reihe, bis wir fertig sind. Jetzt häkeln wir die dritte, vierte, fünfte, sechste und siebte Reihe auch nochmal mit dem roten. Immer eine feste Masche in jede Masche und am Ende jeder Reihe immer eine Wendeluftmasche. Und dann wechseln wir die Farbe, das zeige ich euch gleich. Wir sind am Ende der siebten Reihe jetzt angekommen, machen unsere letzte feste Masche. Dann nehmt ihr euch die zweite Farbe, die ihr möchtet, legt es hier einmal auf die Häkelnadel, einmal drehen und durch die Schlaufe durchziehen. Jetzt können wir das rote festziehen, machen eine Wendeluftmasche und drehen das Ganze. Den roten Faden schneide ich jetzt schon mal ab, den werde ich nachher neu wieder anlegen. Und jetzt, wie gewohnt, wie wir das die ganze Zeit gemacht haben mit dem roten, machen wir ganz normal weiter mit festen Maschen, in jede Masche einmal. Jetzt fangen wir hier in Reihe 8 an mit dem schwarzen und Reihe 9, 10, 11 und 12 ist auch noch schwarz. Dann wechseln wir wieder die Farbe und bis dahin einfach nur feste Maschen häkeln und am Ende jeder Reihe immer eine Wendeluftmasche machen. Am Ende der 12. Reihe angekommen, wechseln wir wieder die Farbe. Wir nehmen uns die andere Farbe, tun es auf die Häkelnadel, ziehen einmal durch, ziehen das Schwarze fest, häkeln eine Wendeluftmasche, drehen das Ganze. Jetzt können wir den schwarzen Faden hier einmal abschneiden. Und machen jetzt ganz normal weiter. Wir fangen jetzt an in Reihe 13 wieder mit dem roten
und häkeln wie gewohnt weiter und am Ende jeder Reihe die Wendeluftmasche nicht vergessen. Und jetzt häkeln wir noch weitere 15 Reihen mit Rot, also bis wir am Ende der 27. Reihe angekommen sind. Wir sind jetzt am Ende der 27. Reihe angekommen. Jetzt werde ich erstmal hier die Seiten einmal verknoten schon mal. Und dann häkeln wir gleich den Rand. Und das überhäkeln wir dann und schneiden nachher dann die Fäden ab. Ich kann die jetzt schon mal ein bisschen kürzen. So. Und die andere Seite. Verknotet und kurz geschnitten. Und jetzt fangen wir mit dem Rand an. Dafür machen wir jetzt erstmal eine Luftmasche und jetzt häkeln wir in die andere Richtung zurück. Also wir sind das ja eigentlich in die Richtung gewohnt und jetzt häkeln wir andersrum. Dafür stechen wir hier direkt in die nächste rein, holen den Faden von hinten nach vorne raus, holen den Faden und ziehen durch beide Schlaufen durch, also eine feste Masche und dann wieder in die nächste Masche, Faden holen und durchziehen, wieder in die nächste Masche und dann entsteht so ein gedrehtes Muster und das sieht am Ende als Abschluss, finde ich, richtig schön aus. Also einfach hier rechts rum lang häkeln und immer eine feste Masche, nur in die andere Richtung und dadurch dreht sich das. Und das machen wir jetzt einmal rundherum. Und an den Seiten sind ja nicht so schöne Maschen, die man sieht, aber da werdet ihr auch sehen, wo ihr rein häkeln könnt. Also ich zeige euch das einmal und zwar einfach hier zum Beispiel in diese Lücken rein und immer eine feste Masche häkeln. Also wir häkeln jetzt einmal komplett so rum und an den Ecken macht ihr immer eine Wendeluftmasche, also eine Luftmasche extra. Ich zeige euch das einmal hier noch an der nächsten Ecke. An der nächsten Ecke angekommen, machen wir hier noch die letzte Masche, dann eine Luftmasche und dann geht es hier rum weiter in die nächste Masche und also in die nächste Lücke so gesehen einstechen und das machen wir dann auch die ganze Reihe. Ich zeige euch das Muster einmal vom Nahen. So sieht es aus. Ich finde, dass ein richtig schöner Abschluss ist. Und dann machen wir gleich noch hier in der Mitte das Reingenähte.
So, wir sind hier am Ende angekommen. Ich mache hier noch die letzte Masche. Dann häkel ich noch einmal rein und mache eine Kettmasche. Und jetzt können wir den Faden abschneiden. Ich lasse den ein bisschen länger, damit ich das gleich mit der Vernähnadel ordentlich vernähen kann. Und diese Fäden habe ich ein bisschen so mit eingehäkelt und den Rest können wir einfach abschneiden. Ist sowieso die Unterseite. Da darf das auch ein bisschen unordentlich aussehen. Und die werden sich nicht mehr öffnen. Und hier den Anfangsfaden und den Endfaden, den tue ich jetzt auf die Vernähnadel und vernähe das einmal durch ein paar Maschen. Und dann machen wir gleich weiter. Soweit haben wir jetzt alles umhäkelt. Und jetzt fangen wir hier mit dieser mittleren Schnalle an. Dafür nehme ich mir jetzt so einen anderen Faden. Also ich möchte den mal ausprobieren und das finde ich jetzt ideal. Da schneide ich mir jetzt ein Stückchen ab. Ungefähr so. Ich mache am einen Ende jetzt einen Knoten rein. Und noch ein. Das Stück hier vorne können wir jetzt abschneiden. Und die andere Seite kommt jetzt auf die Vernähnadel. Und wir fangen jetzt direkt von hinten an. Und zwar so, dass es ungefähr nachher dann mittig ist. Ich fange hier unten jetzt damit an. Ziehe einmal durch. Und da der Knoten jetzt da ist und der auch unten ist, passiert da auch nichts. Jetzt gehen wir hier hoch und stechen von oben rein. Ziehen durch. Dann stechen wir von unten wieder raus. Von oben wieder runter. Hier bei dem. Dann wieder von unten raus und hier wieder rein. Und noch ein letztes Mal hier in die Höhe, von unten an der richtigen Stelle raus. Und das gleiche Spiel machen wir jetzt auch in die andere Seite. Jetzt geht es wieder nach unten. So sieht das jetzt fertig aus. Ihr könnt das natürlich noch breiter oder noch schmaler machen, so wie ihr das möchtet. Und jetzt machen wir hier noch dieses mittlere. Und ich finde diese Wolle echt schön. Ich probiere das gerade mit euch zum ersten Mal aus.
Und hier hinten steche ich jetzt hier in die Mitte ein und mache hier so 1, 2 Fäden noch, so dass das wie eine richtige Schnalle dann aussieht. Und noch ein letztes Mal. Und so sind wir jetzt auch schon fertig. Jetzt können wir den Faden hier hinten vernähen. Einfach durch eine Schlaufe von einer Masche durchgehen. 1, 2 Mal hin und her. Von dem ganzen Glitzer sehe ich gerade so wenig. So. Und noch ein letztes Mal. Einmal kontrollieren. Und dann können wir den Faden auch abschneiden. Und wenn ihr Restfäden habt, dann könnt ihr die in eine Socke tun und auch damit Tierchen oder andere Sachen stopfen, die ihr häkelt. Und so sieht unser Untersetzer jetzt fertig aus. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Abonniert gerne meinen Kanal und teilt das Video gerne mit Freunden und Bekannten. Und dann sehen wir uns die Tage auch bei einem neuen Video wieder. Bis dahin.